Noch hast du keinen, okay. Naja, sofern du einen hast. So. So, wir haben es jetzt 14 Uhr. Sind immer noch 5 Stunden. Sind noch immer 5 Stunden, die wir rumkriegen müssen irgendwie. Ich gehe ins Spielezentrum. Ne, wir bringen erst die Items weg, dann gehen wir ins Spielezentrum und von da aus gehen wir zur Modenschau. So, alles rein. Warum habe ich hier Bronzebahn? Ach, weil es nicht aufgeräumt werden kann. Nicht? Sorry, war kurz laut. Wir schaffen es wieder nicht. Mann, wie viele Relikte haben wir denn jetzt hier echt? 4 volle Reliktenkiste. Das ist also Wahnsinn. So, machen wir das noch alles hier fertig. Die Saubohnen werden wahrscheinlich noch nicht gewachsen sein, denke ich mal. Dann können wir mal kurz nachschauen gehen. Sandreis. Die müssen dann nächstes Mal hier rüber wahrscheinlich. Oder? Bei die Vierer würde ich gerne... Gut, ich brauche ja nur noch einen Vierer. Da ein Dreier, hier ein Dreier. Passt da der Dreier nicht? Ne, sind 2 Vierer, die wir brauchen. Wir bräuchten 2 Vierer. Könnten wir hier noch, hier noch. Ja, mal gucken. Erstmal wachsen lassen. So. Okay. Jetzt müssen wir bestimmt nochmal Inventar ausleeren, wegen Ernten. Natürlich. Ups. Natürlich. Und Essen haben wir auch noch. Okay. Und dann gehen wir weiter. Wir gehen jetzt zum Spielehaus und wir hauen da jetzt die Zeit weg. Das ist mir egal. Irgendwie müssen wir die Zeit rumkriegen. Das ist halt fies, wenn solche Sachen sind, wo du bis 19 Uhr durchhalten musst und du hast halt nichts zu tun. Wie viel Zeit brauche ich denn hier? Aber auf die Uhrzeit nicht geachtet.
Plus 10 Minuten, 15 Minuten. 15 Minuten frisst das. Ja. Darfst du nicht dieses Enten schießen? Okay, warte, wir machen genau 16 Uhr los. 16:05 Uhr. 10. 20, 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 60. 50. 55. So, jetzt müsste es 17 Uhr sein, ne? Genau. Einmal 10, 15, 20, 25. Ja, wir machen es nur gerade, um Zeit runterzukriegen, ne? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jetzt haben wir es 18 Uhr. 18:05 Uhr. 18:10. 18:15 Uhr. 20. 30. 35. 40. 45. Ach, geil. So, haben wir einfach mal Zeit übersprungen. Anders geht's halt hier nicht. Und jetzt geht's zur Modenshow. Da werde ich mich wieder ausblenden, ne? Wisst ihr Bescheid? Wow, it looks like we have even more shining faces than yesterday. Seems like Desert Teak has positively inspired our delightful townsfolk. Who knows how long until the whole of the Free Cities has the Desert Teak streak? So, warte mal, noch können wir hier reden. Today we will be showing the Summer Heat Swimwear collection. The design inspired by our constant shining companion. So, die Bademodenkollektion. Now that our beloved town has solved the water crisis, it seems that it is a better time than ever to relax and take some time off in the shining blue water. Swimsuits are no longer the reserve of the Free Cities elite. No, now the common folk can enjoy the sun and bathe. So let's welcome our models back onto the stage. Nein, ich bin weg. Mann hat einen gestählten Oberkörper. Sieht man sonst nicht. Und ja, wieder zum Schluss. Ah, ne, nicht ganz zum Schluss. Isn't someone missing? Yeah, I saw another piece on the flyer. Yeah, it appears one of our models is. There they are! Pablo, du hast dich selbst übertroffen.
thank you everyone for watching the Summer Heat collection. Again, if you wish to buy them, you can talk to me for orders. Everyone is welcome. I can assure you we will tailor for your needs. Kann ich das bitte mit Ingame-Geld kaufen und nicht mit den Trust me, Ausgaben? you won't regret it. Of course, we want to make everything according to taste. What is fashion without personality? Any changes can be requested, and we're happy to oblige. We will have a complete design document available soon. It pains me to say that today is the final day of the Desertique Fashion Show. Thank you all for your support, and I hope you all become fans of our humble town. I have no words for how I feel. As I traveled, I always came back to Sandrock. I knew, buried somewhere deep in the sand, that there was a spark of creativity, that there was something here to bring us into a new, more fashionable future. But don't worry, I won't stop giving you all the most wonderful haircuts, but I shall be providing you with the newest in high fashion. Thank you for coming and showing me support, everyone. So. Oh, jetzt können wir nochmal Geld sammeln gehen. Mabel. Howdy do, neighbor. I think that was the first thing I said to you. Oh, there's so many. Hard to believe we've come so far, huh? Of course, my greater contribution to this project will be convincing old Coop that flying machine is nothing to worry about. Was? 10 goals a kilo! Hast du noch ein Rezept für mich? Ja, du willst wieder ein Rezept von mir haben. Was 10 pro Kilo? I'm definitely going to buy a swimsuit. They're all I so can think of nothing better than turning that junky old warship design into flowery force for good. Mal gucken, was rauskommt. Maybe a bigger temple, but let's not get greedy. Oh, there's so Good luck with the many. airship. Should I choose? Wasser. Okay. Würde ich mich jetzt freuen, wenn wir jetzt nicht mehr so viel hätten. Oh, I've heard. You better believe I've heard. Oh, yes. The airship. Train of the sky, some call it. I've never been more proud to live in this town. Here you are. I hope this helps. Dankeschön, Jensen. What should I choose? Pablo? So, what do you think? Tempted? Ja, genau. Sie sind so schön, dass ich sie kaufen möchte. Ja, ich möchte kaufen. Thank you. I promise you won't be disappointed. Und nachher kriege ich sie bitte im Get your buckthorn! kostenlosen Shop, Right, bitte. buckthorn! You know 10 what? goals a kilo! So many. Du hast einen Badeanzug getragen. World logo. They're all so beautiful. Wirklich hübsch, steht dir gut? Thank you. I felt very uncomfortable, Aber nur ein bisschen. but everyone was so Aber die happy. beiden Schwäne sind süß. Seeing everyone so happy, I don't feel as uncomfortable. I think it is okay. Sometimes the show was fun. Here, your task. Get your buckthorn! I've heard this will help Many. Der ist if you hübsch. get tired. Ah, Coco. Ich weiß You know immer, what it really looked good? entweder Fang A big oder Couture. Logan. Darauf stehen die Mädels. Fang oder Logan. Was denn? Hier, guck, da vorne kommt Logan. So. Aber wie gesagt, das, was ich halt cool finde, die haben die neuen Outfits als DLC im Spiel. Also man muss sie eigentlich kaufen. Und über die Modenschau kündigen Nemo halt. Machst du auch mit? Rippenfleisch. Dankeschön, Nemo. Du bist aber ein Lieber. Sehr lieb. Selbst Nemo und unser eigenes Haustier unterstützt uns bei der Aufgabe. Ach, das ist doch ein toller Hund. Also wie gesagt, die haben mit der Modenschau ihre eigenen DLCs beworben. Das ist schon eine coole Sache. So, ich gehe schlafen. Und ich hoffe, dass am nächsten Tag ein bisschen mehr passiert. Jetzt haben wir die Modenschau abgefrühstückt. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir schon längst durch sind heute, aber dass es noch so lange geht, habe ich echt nicht erwartet. Weh. Was? Ah, wollte doch sagen. Hätte mich gewundert, wenn Marlene nicht ruhig, nicht laut gewesen wäre. Ja, du kümmerst dich, ne? Darling, today's the day. The house is all set, and my folks are about to arrive. Should we head over to the train station to pick them up? Ja, dann haben wir wohl keine Wahl, ne? Dann gehen wir sie abholen am Bahnhof. Ihre Eltern.
nervös. Das erste Mal die Eltern der Frau kennenlernen. War nicht mal zur Hochzeit dabei. You made it! The three of us all together. That's exactly what Ma and Pa want to see when they arrive. They've been asking me about you in their letters. Don't worry, they're going to love you. Das will ich hoffen. I think I hear the train coming. Nee, wie kommst du darauf, Avio? Good. Right on time. Hello! We're Mutter von here! Avio. Come on, Agatha Pa, they're waiting for us. und Arthur. Dearest, you may Alle be heißen mit A, forgetting ne? something. Our bags! Looks like I almost went and let my big, strong man do all the carrying. That's hardly fair to you, is it, darling? I'd happily carry them all if only I had more arms. You're the one who insisted on bringing all your big buckets of paint. They might not have the kind I like here. Hey, Ma! You made it! Father, you look well. Also Fängnis Avio, weiß ich nicht, bevorzuge... Ja, okay. Hello, hello. Aber du sagst nicht mal irgendwelche Anspielungen, ne? Das machst du Couldn't look selbst. like a couple right out of a fairy tale. I'm so happy to see you. Oh, and this must be... Correct. Der Schwiegersohn. The newest member of our family. We've heard so much about you. It's wonderful to finally meet you in person. We think you're perfect for our Amira. Oh, look at them. Aren't they just a match made in heaven? As lovely as it is standing here, perhaps we'd best start making our way home. Ach, so schnell willst du schon weggehen? Yes! Amira and I have spent the better half of this week dusting and cleaning. Making sure this place will be spick and span for your Das ist arrival. richtig, Coco. You have to come see it. Es kommt nur nicht so rüber von dir. Well, I don't need any more convincing. Aber alles gut. Please lead the way. Show us everything along the way. Where you first met, where you had your first date, everything. Why don't you join us too? As a matter of fact, we've prepared something for you as well. Okay, was kommt jetzt? Shh, don't spoil the surprise. Nee, ich hab zu Pa, tun. come with me. Amira ist zu Hause. Warum sind wir jetzt... Oh, das ist das neue Haus. Wow. Because this is my dream house. How did you afford all this? Well, Ma, it's like Amira always knew and I eventually learned. We had to save up every penny if we wanted any dreams coming true. Alles gut, Coco. Son, daughter, what you've accomplished here is nothing short of incredible. But we sent you here not just for us, but to make better lives for yourselves too. I hope that we haven't been too much of a burden. Nein. Father, no. Avio is exaggerating, rather generously. While it is true, we had to scrimp and save, especially early on. In time, with help from our mutual guardian angel. That's fantastic news. You have our family's eternal gratitude. Compared to all this, I'm afraid it's not much, but... Das glaube ich, Coco, aber das kann man auch nicht irgendwie helfen dabei. It's something Ist we think schwierig. you'll find very useful. Please accept our gift. This is one of the most valuable things that can be found in Barnarock. And now it's yours. Right you are, son. And an especially high-quality one as well. We are nevertheless eternally grateful, aren't we? We're thrilled you like it. Now, I suppose, now might be a fine... Darling? Yes, of course. We must take a walk around after all, to witness all the wonderful work you've done. See you soon. Ich muss sagen, dieser Arthur hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das ist irgendwie sehr... But wait, there's more. We have a gift for you too. Süß. Darling, go ahead and step right into this room. Also Coco, das ist unfair. Jetzt eine Schlacht. So. Ich prüge mich mit meinem Spiegelbild. Okay. Well, do you like it? It's your room. Ich habe ein eigenes Zimmer.
Im Arbeitszimmer, obwohl ich ein ganzes Haus da drüben habe? Why? Arranged by Army herself. We talked it over, and since you're family, it only seemed right that you have a room here too. We were in 100% agreement right from the get-go. So, what's the verdict? Es ist wundervoll, ganz schön, cool, danke. Du solltest nicht, ich meine ehrlich, du solltest es nicht tun. Nein, es ist wundervoll. I knew you'd like it. Und was soll ich mit dem Zimmer? Ich habe ein Zimmer, ich habe eine Werkbank, ich kann hier aber in dem Zimmer nichts machen. Ich habe eine böse Katze, die mich böse anguckt, ich habe ein Fenster, aus dem ich nicht rausgucken kann. Toll. Und ich höre hier wieder Maschinen, also dieser Bug ist fürchterlich. Da liegt was. Ja? Da war doch gerade was angezeigt, was ich aufheben kann. Okay, es hat uns jetzt nicht weitergebracht. Ach, die haben das Haus jetzt direkt über Amira. Amira hat unten ihren Laden da drüben. Was ist das? Was ist das? Zu verkaufen. Ein Haus ohne Fenster. Jo, das kauft man gerne. Die heißt Klo. Entschuldigung. Klo. Ich geh aufs Klo. Okay, geh ruhig. Nein, hier. Oh, da oben ist noch was, warte. Hier ist irgendwas. Aber jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit mit ihren Eltern rumrennen. Nee. Hier. Hey! Welcome! Leanne has been spreading the word about our shop, and the response has been incredible. Everyone seems to want something green or floral for their homes. I didn't expect such a great turnout on our first day. I knew your mini botanica would be a hit. Who wouldn't love some plants as decorations? It's just that the conditions in Sandrock weren't ideal before. But now we have the means to keep them alive. It's so nice of you to visit us on our first day, Grandma Vivi. Here's your order. And we've also included something special as a Oh, a gift? How lovely. Thank you. I wish your business all the success. Bye, Grandma Vivi. Goodbye. Ach so, das ist die Öffnungsfeier, wo ich vorbeikommen sollte. Today will receive a free gift. This one's for you. Take a look. It's a hydrangea. Eine It's Hortensia. a special breed we got from a florist in Portia. Isn't it beautiful? It's now yours to keep. Thank you for being with us from the beginning and for coming by today. All right, I need to attend to other customers now, but I'll see you at the celebration. Ach du meine Güte, sind echt viele Kunden. So, 18 Uhr Bankett. Anleitung, okay. Halt. Ernest möchte mir noch was geben. Ah, there you are. I've been working on something for you. Ode to a Builder. But before finishing it, I thought it might be good to help you out with this huge project, so I ordered in a few, whatever this is. You need those, right? Pappelholz. Du hast 2 Pappelholz bestellt. Und hier ist Mini-Botanik. Himbeeren? Himbeeren haben wir doch schon. Das sind ja keine Pflanzen. Aber hier sind ein paar schöne Blümchen. Das ist doch schön. Das ist jetzt hier der Laden, den sie errichtet haben. Und das ist Mians Haus, ne? Ja. Okay. Gut. Ist hier noch irgendwas blau? Was? War hier oben gerade noch was? Nee, ich dachte. Okay. Gut. Also wie gesagt, eigentlich ist das der Plan, heute am letzten Streamtag diesen Jahres auch das Spiel zu beenden, aber irgendwie kommt hier eine Quest nach der anderen noch. Das kommt total unerwartet. So, von Qui.
Liebe Rolle, hier sind die Bauanleitungen für unser fortgeschrittenes Luftschiff. Es ist ganz einfach gesagt ein Meisterwerk. Wir hoffen, dass Sie beim Bau genauso viel Spaß haben, wie wir beim Entwerfen hatten. Ich habe gehört, dass der Kommissar Y und die anderen Handwerker den Bauplatz für die Jagdmeerfarm bereits fertiggestellt haben. Sie können das Luftschiff dort installieren. Und falls wir nicht so bald wieder die Gelegenheit haben, gemeinsam dies zu tun. Es war eine absolute Freude, mit Ihnen zu kreieren. Okay. Von Elsie. Weil in letzter Zeit ist ganz schön... Okay, danke. Okay. Das heißt hier oben irgendwo? Das ist die Jagdmeerfarm? Wo ist denn dann der Bauplatz? Muss mal gucken, ich habe es noch nicht gesehen. Wir machen aber erstmal Tagesaufgaben, würde ich sagen, ne? Habe ich schon Loot geholt? Ja. Okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay, Tagesaufgaben. Milchkastanien nehmen wir mit. Teeblätter nehme ich mit. Das haben wir nicht. Silber nehmen wir mit. Okay. Dann bringen wir erstmal ganz schnell die Bestellung weg. Ganz schnell die Bestellung mitbringen. Und dann gehen wir an den Bau. 18 Uhr nochmal das andere machen. Pablo? Impressive. Thanks. Also theoretisch brauchen wir die Tagesquest gar nicht machen, aber ich mache es halt trotzdem mit. Weil wir wollen ja auch die Werkstatt noch hochleveln. So, die sind ja gerade alle hier, also können wir die wahrscheinlich hier abfrühstücken. Oder ist das für Rocky? Crystal. Hey, ya! Me and Rocky heard about that 6-star commission, so we had the boys go on a special tour down in the ruins. Grab some stuff we thought you could use. Dankeschön. Titanherz. Geht immer. Thank you. Ich danke dir. So, wie sieht es mit den anderen beiden Aufgaben noch aus? So, Research Center. Und dann können wir gleich an den Bau gehen. Thank you. Ja. Wieder Geld, Erfahrungspunkte, sehr schön. So, hier noch. Wer ist es? Oh. Thank you. Ich danke dir und... Wunderbar. Okay. Dann machen wir das und das. Also ja, hier, die Bäume sind alle neu gekommen, die gab es vorher nicht. Baue den Luftschiffkörper. Baue vordere Luftschiffmotor, baue hintere Luftschiffmotor. Luftschiffkörper. Sind das die letzten? Das sind die neuen. Das sind die letzten Punkte.
Sieht aus wie ein riesiger Schuh. Das ist ein riesiger Schuh. Aber wenn das Luftschiff ist, dann frage ich mich echt. Luftschiff-Motoren zweimal. Was vordere oder hintere? Jeweils zwei vordere, zwei hintere. Zwei vordere. Bronzeklinge. Okay. Kurz gucken, wo wir sie herstellen können. Eine 6 brauchen wir. Ich hole mir noch mal kurz. Hier vorne haben wir noch ein paar Bronzebohnen. Danke. Es fehlen noch 2 Bronzeklingen, muss ich noch herstellen, wenn ich das so richtig sehe, ne? Stellen wir nochmal 2 Bronzeklingen, ja? So, wir gucken mal. Ich habe jetzt mit einem riesigen Luftschiff gerechnet. Okay, ein Motor. Nochmal ein Vorderer. Und jetzt die hinteren. Okay. Das ist halt der Vorteil, dass wir damals immer so viele Items gesammelt haben. Okay. Wir können es bauen. Wo? Wirklich auf der Farm? Die machen nicht, die haben so viel freies Land hier, ja? Und die bauen das auf der Farm? Auf der Farm? Warum denn nicht woanders? Bin gespannt, was passiert. Alter Finne. Die haben das wirklich auf die ganze Farm mit drauf gezimmert. Und das? Das Beiboot oder was? Okay, also das Luftschiff ist doch ein bisschen größer. Die Turbinen leuchten schon, okay. Und es ist fertig. Absolutely masterful. You've outdone yourself. Wow! That's an airship, all right. Can't wait to see it in action. Brings a tear to my eye. Did we really make that? Oh, Somebody pinch me. Yeah, just let me pinch myself first. I should steal enemy blueprints more often. A green Sandrock with this level of development. Everyone's going to go nuts at the summit. They'll hardly recognize the place. Well,
I know a few folks who'd recognize Theo, Martel. Yeah. Well, it needs a name. Oh, true. We were so busy making it happen, I hadn't even thought about that. Just calling the airship airship? We're kind of like those kinds of people who never name their mounts and just call their horse horse. Oh, I don't know anyone like that. I'm not saying it's a lot of people. Here, horse. Come here, horsey. Not ringing any bells at all? Nein. Floor's open to suggestions, folks. Osimo Neo Prime Echo Yonikins Epoch X. %sign. You were ready for that one. Okay. Any other suggestions? Er ist Martel, er ist Trudy, er ist Sandrock, er ist Shippy McShipface. Ultimate Neo Prime benennt es nach mir. Custom Name. Ein Custom Name. Wir können zufälligen nehmen. Aber den sprechen die halt aus, das finde ich cooler. Trudy würde ich nicht nehmen. Wir sind ein Gemeinschaftsprojekt, ich würde Sandrock nehmen. R.S. Sandrock. Nicht Martel, weil es nicht göttlich ist, sondern er ist Sandrock. Bit on the nose if you ask me. Might be the kind of thing that we shouldn't Overthink? Überdenken? I take my coffee black, and my naming convention's completely devoid of symbolism. Bully to you. You have my vote. Could be good for our brand recognition. If we have it flying over to other cities. Then there'll be no mistaking that this is the ship that Sandrock built. I can get behind that. Nice to be recognized, I guess. All right then. SS Sandrock it is. Coco. Blitzschlacht. Schäm dich. Warum hau ich mir das Ding immer selbst an den Kopf? Ich bin echt zu blöd dafür. Someone needs to test it, by the way. As confident as I am in our design, it would simply be bad practice. Und du möchtest natürlich sofort loslegen, ne, mein Lieber? To take an especially maidenly maiden voyage. I will take it up with Justice. We'll take it out at night, so when everyone sees it at the summit celebration, it'll be for the first time. Very well, let us all retire. If you're not awakened by explosions tonight, assume that our airship has been a success. Das stimmt. So, ein Scherzkeks für den Lukas. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hier ist eine Schlacht. Hier ist eine Schlacht. Na, geht doch. Mensch. Was ist das? Licht. Ein... Achso. Was ist das? Ein schnarchender Chinese. Ah, herrlich. Okay. So, wir haben wieder das Problem. Wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt... Warum der das zugelassen hat, dass auf seiner Ranch das gebaut wird? Ich hätte das Ding woanders hingezimmert oder so. Das freut mich, mein Lieber. So, heute Abend 18 Uhr nochmal die Party im Blue Moon für Mini Botanik. Ansonsten machen wir es gleich wieder genauso mit der Ausdauer wie vorhin. Einfach runterspielen. Damit die Zeit schneller rum ist. Wir haben jetzt alles freigeschalten, was geht. Es ist alles erkundet, alles freigeschalten. Also wir werden jetzt die letzten Quests angehen. Wenn hier noch viele Quests kommen, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben das hinbekommen, was wir wollten. Wir haben Familie gegründet, haben geheiratet, haben Familie gegründet. Die Schwiegereltern sind hergezogen, yippie. Und vielleicht kommen unsere Eltern auch noch zu Besuch zum Abschluss. Bei Portia war es ja auch so, dass der Papa ankam. Ich weiß nicht, lass mich da auch nicht spoilern, wir lassen uns da überraschen.
In welchem Jahr sind wir denn eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht, in welchem Jahr wir sind. Habe ich den auch noch gleich mitgemacht? Nein. So. Nope, brauche ich nicht runter. Wir könnten auf alle Fälle noch was zum Verkauf wieder mitnehmen. Dürfen wir noch ein bisschen was verkaufen, weil irgendwie müssen wir die Zeit noch rumkriegen. Fleisch brauchen wir noch. Vielen Dank. Warum die Jagdmails vollgestopft sind mit Kupfer, ich habe keine Ahnung. Verstehe ich bis heute nicht, aber gut. So, hier drüben müsste noch eine Jagdmail-Familie sein. So. So. Ihr seid zwar friedlich, aber wie gesagt, ich brauche euer Fleisch. Das nehmt ihr mir ja nicht übel, nehme ich mal an. Dann nehmen wir die Jagdseiten auch noch. Das Auge des Ausdauer und Zeit, die wir vertrödeln. Heute müssen wir nur bis 18 Uhr vertrödeln und nicht bis 19 Uhr. Schön wäre es natürlich noch, wenn wir Level 70 erreichen, aber daran glaube ich heute mal nicht mehr. Dass wir das andere Schwert noch sehen können, wie es funktioniert. Aber das ist für mich auch nicht das Wichtigste. So, hops. Pflanzen können wir noch mal gucken, das wächst alles hier noch, so wie es aussieht. Das ist der Sandlauch. Das sind die Himmelbeeren. Wie sieht das aus mit denen hier? Die Puffbohnen brauchen noch einen Tag. Okay, dann können wir jetzt nochmal schreddern. Ich denke nicht, dass wir noch viele Items brauchen. Wir haben alles vorbereitet für die Party. Es wird nicht mehr so viel sein, was wir erst herstellen müssen. Ich mache das einfach nur aus Gewohnheit wieder an. Vielleicht merkt man es mir auch an. So geil Sandrock ist, so viel Spaß es auch macht. Aber wir haben noch mehr Projekte und ich möchte das halt gerne ordnungsgemäß zum Abschluss bringen. Hab ich. Kind müssen wir uns glaube ich noch drum kümmern. Dann schmeißen wir alles rein, dann gucken wir noch, was wir verkaufen können. Hey, nicht mein. Stinky Windel? Ich habe keine Windel mehr. Ich muss schon noch eine Windel kaufen gehen. Na, dann kaufen wir halt noch eine Windel. Keine Sorge, Coco, die werfen nicht zurück.
was wir verkaufen können. Okay. Hier noch was? Nein. Okay, dann bringen wir das weg und gehen mal noch Windeln kaufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nemo, das hast du brav gemacht. Jetzt müssen wir wieder einen Tag rumtrödeln. Ich würde, hey, wäre jetzt schon längst schlafen gegangen, um einfach um die Zeit zu springen. So weitere Tage freischalten. Aber gut. Warte mal, wir verkaufen einfach diesen Anhänger. Und das. Und das. Und das. Sauber. Sehr schön. Alles losgeworden, was ich verkaufen wollte. Wunderbar. Haben wir eigentlich schon 700.000 auf dem Konto jetzt mittlerweile? Auch länger, längst. Wir sind schon gleich bei 800.000. Auch nicht schlecht. Hey, Avio. Nee, Windel. Wenn ich jetzt nach Hause komme und Amira hat sich schon drum gekümmert und ich musste jetzt nicht nochmal eine extra Windeln kaufen, dann aber Amira. So. Sehr schön. Geht's dir wieder besser, Marlene? Schön. So, ich haus in die Helferkiste. Vielleicht können ja der Roboter auch mal windeln, dann muss ich das nicht machen. Zumal in echt würde ich das Kind bekotzen. Das würde sich richtig freuen. Ich kann sowas nicht. Okay. Wir haben noch 2 Stunden rumzukriegen. Wir gehen wieder zum Barcenter. Damit wir die nächste Quest weggeschickt kriegen. Dann machen wir so bis 17:30 Uhr ungefähr und dann laufen wir zurück. So, 16:10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dann haben wir 50, 55, 17 Uhr, 17:05, 17:10, 15, 20, 25, 30, 35. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon gemacht. Okay, Zugi. Lukas und Coco, wie findet ihr denn eigentlich das neue Logo, was ich jetzt nutze? Profillogo, Profilbild. Falls ihr das noch nicht gesehen habt.
So. Blue Moon, ich bin pünktlich. Let's the party begin. Ich bin da, es kann losgehen, es kann losgehen, es kann losgehen. Ich bin zu früh, ne? Ich muss noch mal Hause wieder rein. Wenn ihr das hier bei Twitch oder so schlechter sehen könnt, könnt ihr das auch über Discord öffnen, ne? Über Discord ist es sogar im Community-Chat gepostet. Jetzt. Hey, you made it. We've already ordered the food. Yeah, come join the celebration. Wann habt ihr das Essen bestellt? Ich war vor euch da. I was a bit worried about starting a new business selling flowers and plants, but it turned out great. Going by our sales today, we'll break even very quickly. Was willst du auch, Lukas? Das Essen oder das Profilbild? We knew exactly the types of flora that Sandrockers liked, all thanks to Meanne's research. Thanks. All I did was ask around. You're the one that's amazing. Getting everything set up in such a short time. Ich wünsche euch alles gut. Thank you. Yes, I do hope our mini botanica will grow into something special. All right, let's raise our glasses for a toast. Danach sage ich schon mal noch was zu dem Bild. First, a big thanks to the builder for all their help. Second, let's celebrate the realization of Nia's and my dreams. And lastly, let's toast to Nia spreading roots in Sandrock with her business up and running. Cheers! Prost. Chin chin. Okay, time to dig in. Whew, that was a busy day, and now I'm starving. Okay. Hey, kommt noch was. Starting today, I'm not just botanist Nia. I'm the proud owner of the Mini Botanica. Of course, I'll still come to you two for advice and guidance in the days to come. Of course, Nia. I'm the shop's co-owner and your partner. I'll always have your back. Tomorrow marks a new chapter in my life in Sandrock. Thanks for everything today. And Meanne. It's getting late and I should head. Bye. Take care. Sehr schön. Ja, also das Logo, also das mittlere, wo die Nail-LP ist, meint das Gesicht und so weiter und so fort, also alles, was schwarz und grau ist, ist durch eine KI entstanden. Ich habe der KI gesagt, was ich gerne haben möchte und die hat das Bild gebastelt. Der konnte aber den Namen die Nail-LP nicht schreiben, da oben stand ein ganz fürchterlicher Name drin anfanglich. We could plan out some other activities once you're done with your work. Das hat dann ein Arbeitskollege von mir übernommen, der ist Mediendesigner, der hat das dann umgeschrieben, dass das dann auch wie die Nail-LP aussieht, was da oben steht und auch mit dem Let's Plays mit Herzscham und Verpeiltheit. Und hat mir dann die fertige Version gegeben, ich habe die dann nochmal fein bearbeitet, den Hintergrund hintergesetzt, ausgestanzt. Und ja, Beziehung zu Marlene wurde schlecht. Warum denn? Ich kann die nie füttern, was willst denn du schon wieder? Fischen für zwei. Why don't we try fishing together? Mainly as I see. Heute nicht. Amira, ich will jetzt nicht fischen gehen. Wir haben zu tun. Guck mal kurz auf die Karte. Der leckt schon wieder so rum beim Laden. Ist hier irgendwas Besonderes heute? Ich sehe noch nichts. Aber der kommt per Brief. Brief von Mark. Holla, dein Papa und ich werden übermorgen ins Früh mit dem Zug nach Sandrock fahren. Dem Tag der öffentlichen Zeremonie und des Übermorgen. Großen Mann ganz, wir haben von dem Luna-Konzert gehört und denken, dass es für uns ein bisschen zu laut sein wird. Wir sehen uns dann. Trudy. Liebe Sandrock, Justice und ich haben gestern Abend das Luftschiff SS Airship, hier müsste ein Name stehen, getestet. Alles hat perfekt funktioniert. Nochmals herzlichen Glückwunsch an alle Handwerker, die Handelsgilde, die Botaniker, Forscher und Ingenieure, die in diesem Projekt gearbeitet haben. Ihr seid wirklich die Besten und das auch noch genau zum richtigen Zeitpunkt. Der erste Tag des Gipfels findet morgen statt. Gipfelplan der Allianz, okay? Weil weitere Einzelheiten bitte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Programm. Wir haben viele Veranstaltungen geplant, darunter einen Auftritt der weltberühmten Luna. Die Delegierten und anderen Besucher werden morgen ankommen. Ich werde sie an verschiedenen Orten in Empfang nehmen. Wenn du sie herumlaufen siehst, grüße sie mit dem Sandrock. Guten Tag. Tony. Liebe Rolle, ich habe herausgefunden, dass du es warst, der die Schuhe für die Haustüren gefertigt hast. Danke.
Katzenkratzaxt. Okay. Ja, der Toni. Pablo. Ja, meine Gesichtscreme, ich weiß. Morgen. Wo ist das Buch? Frühjahrsgipfel der Freien Städte, Frontier, Sandrock, Tag 1, Modelplatz. Gelegene Geldangelegenheiten von Musa 9 bis 12, wie man die Wüste grün macht von Sie, 13 bis 18 Menschen und Geeklos mal. Man sollte sich nicht gegenseitig essen von Larry, 19 bis 21, Blue Moon Innenbühne, Get Talk. Dating-Ratschläge für Alleinstehende, Maulwürfe 9 bis 12. Der Entwicklungsplan des Nordens von Gaudi, 13 bis 18 Uhr. Die Schlacht von Sandrock, erzählt von Owen und Justice, 19 bis 21, Coco Band, 21 bis 23 Uhr. Blue Moon Außenbühne, klar, ich fülle die Zeit auf, von Cooper von 9 bis 19 Uhr. Luna und die Sternenlichter, 23 Uhr, spät. Rathaus, nur für Delegierte der Freien Städte, Gipfeltreffen, 9 bis 12. Mittagessen, der wird 12 bis 13, Gipfeltreffen, 13 bis 18, Abendessen, der wird 18 bis 19. Gipfeltreffen 19 bis 21, Vertagung 21. Vertagung, die wissen schon, dass vertagt wird. Tag 2, Resultate des Gipfels 9 bis 12, 5 Jahresbankett 12 Uhr. Tag 3, Einweihungsflug des Luftschiffes. Also 3 Tage stehen uns wahrscheinlich noch bevor, ne? Und gucken wir mal, wie wir das hier durchkriegen. Ich gehe erstmal kurz rein, ich gucke mal, ob die Pflanzen jetzt fertig sind. Die Saubohnen, wenn die jetzt endlich mal fertig sind, wäre das schön. Morgen. Morgen sind die Saubohnen gewachsen. Okay, dann gucken wir mal kurz hier rein. Alter, warum lädt das immer so ewig lange? Da ist noch ein Kaktus, kommt mit. Das nehmen wir mit. Ich glaube, Leder sollte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Ach so, haben wir schon. Okay, Leder müssen wir eigentlich nur perfekt machen. Warum haben wir kein Quarz mehr? Wieso haben wir kein Quarz mehr? Ich gebe mal gleich jetzt die Dinger ab. Aber eigentlich will ich gerade nebenan einkaufen gehen. Thank you. Aber Quarz kann ich auch oben kriegen, ne? Ich glaube auch Quarz kriege ich oben beim Dings. Was ist denn das? Ach, Amira Fähchen für 2. Amira, ehrlich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich will jetzt eigentlich die Storyline machen. Ich will jetzt hier nicht Fiechen gehen. Ganz ehrlich. Kann es ja nachvollziehen, aber ich möchte jetzt eigentlich auch nicht mehr Rohstoffe farmen oder sonst was. Ich möchte gerne die Storyline trocken. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Käse. Hier will ich hin. Kein Quarz. Wo kriege ich jetzt Quarz her? Ich probiere es nochmal bei Hugo.
Na toll. Wo kriege ich jetzt schlauestens Quarz her? Steinbruch, Erzraffinier, Laden der Ziviltruppe. Laden der Ziviltruppe. Da oben immer noch diese Steinblöcke rumwedeln. Und schwuppdiwupp ist ein Schornstein dran. So, gucken wir nochmal rein. Das müsste reichen. So. Dann würde ich nämlich den Tag eigentlich gerne überspringen wollen. Weil hier jetzt echt nichts passiert heute. Ich muss erst noch Leder herstellen, ne? So. Das bringen wir die beiden Quests weg. Und gehen schlafen. Weil wie gesagt, ich habe jetzt gerade wirklich keine Lust. Weil wir haben alles soweit. Das sind die letzten 3 Tage sozusagen. Und ich glaube, dann kommt der Abspann. Ich weiß es nicht. Aber was soll noch kommen? Wir haben alles erforscht, alles erkundet. Weil ich echt nicht erwartet habe, dass wir heute nochmal über 7 Stunden streamen. Bei dem Spiel, dass da nochmal so viel Content drin ist. Ich meine, wenn man langsamer spielt, dann geht das so, ist das derselbe Effekt. So. So, haben wir. Und die Puffbohnen kommen wir noch nicht ran. Dann erstmal alles hier reinschmeißen. Den Schrott schreddern. Wenigstens das noch machen. Wobei wir könnten theoretisch auch eine Kiste machen, wo wir den Schrott automatisch reinschmeißen. Und dann verbrauche ich den nicht komplett, sondern lasse immer einen drinne liegen. Dann könnte ich halt, sage ich mal, auch wirklich eine Kiste machen, wo der ganze Schrott drin liegt. Gar nicht so verkehrt. So. Die Maschinen laufen wieder an.
So, was haben wir noch? Das Buch haben wir noch, das nehme ich noch mit. Und bei Ärzte... Gut. Gucken wir mal nach Kind und gehen wir schlafen. Egal. Wir haben noch volle Ausdauer, aber das ist total egal gerade. Oh, das hat aber reingehauen. Marlene ist jetzt eng befreundet. Mhm. Eng befreundet. So, sind wir gespannt. Erster Tag. Und es passiert. Der erste Tag des Gipfeltreffens. Spannung. Da kommt das erste Flugzeug an. Oh, es war jetzt fast so wie unser Luftschiff. Die Blonde sieht relativ jung aus. Da kommt der Portia Truck. Ah, Gel. Und... Oh, ich komme nicht auf seinen Namen. Ich komme nicht auf seinen Namen. Wer bist du? Viele neue Leute. Achso, Coco, du hast dich selbst getroffen, ja? Oh, hello. You're up bright and early. I was just about to check our fine associates here into the Blue Moon before heading to City Hall for the big summit meeting. Das ist Gale. Das ist Musa. Der war von den fliegenden Schweinen. Ich komme mit... Ah, nee, der war bei uns letztens gewesen hier. Sie kenne ich nicht. Ich komme bei ihm gerade nicht auf den Namen. Ist aus Portia. Er sieht sehr gefährlich aus mit seinen roten Augen. Und die Blonde, die vorhin hier rumgehüpft ist, die sehe ich jetzt gerade gar nicht mit dem schwarzen Outfit. Hi. Hello. Greetings. They're all quite excited to meet with you and everyone else. But we need to take care of a bit of business first. In the meantime, why don't you check around town? We have speakers in Martel Square and on both of the Blue Moon stages all day, covering a variety of topics. I sent to everyone an event schedule by mail. Check your mailbox if you haven't already. I'm a bit miffed myself, having to miss out on Moose's talk about money management. But perhaps you can fill me in. Later on in the evening, we'll finish our summit and all head over to Luna's performance on the Blue Moon stage, followed by a fireworks show. Then, tomorrow, we'll announce the results of the summit, followed by a huge banquet in the Blue Moon to celebrate, rounding it all off with the maiden voyage of our airship on the morning after. Veranstaltung. Mayor Trudy, daylight's wasting. Shall we? Just a moment. I need to meet with... Hello, Sandrock! Ach, das ist Luna. Miss Luna! So wonderful to finally make your acquaintance. The pleasure's all mine, ma'am. Where shall I put my things? Ach du meine Güte. What is all of that? Only the essentials, Miss Mayor. Makeup, wardrobe, microphones, cables, pyrotechnics. But don't worry, my delightful roadies are here to take care of everything. They're... Yo! Hiya. Oh, hello. Well, if you're sure you've got it, I'm sure Owen can make room somewhere in the blue. Please, Ms. Mayor, we're professionals. You just sit back, relax, and leave the entertainment to us. Aber Luna ist die Schwester von Eines. Habe ich das richtig verstanden? Yes, of course. Thank you, Miss Luna. I'll just go with our other guests then. About time. See you after the summit, and enjoy yourself. You've earned. Hey, hi, I'm Luna. Die Luna, der Superstar? Nö, so reagieren wir nicht. Hey, ich bin Rolle. Oh, I know who you are. You're one of the heroes of Sandrock. You know my brother, right? Seen him around at least, right? Pen in hand, nose always buried in a book.
He's supposed... Luna! There you are. There's my big brother. What happened? You said you were just coming for a visit, and now you live here? Well, you know me. I change my mind about as often as you change your hair color. Oh, come on. I change my hair way more. No, I missed you so much. I missed you too. Is everything okay at home? Home? I haven't been back in a long time. I've been doing shows down south lately. But I read in the newspaper that Ma won another singing award and Pa's newspaper is getting bigger. I love it here. Everywhere is sand and cactus. It's just so wildernessy. And you, Ernie, is everything okay here? Yes, I kind of felt the same way. But it's rare to hear that from you. Everything is good for me here. I've made a lot of friends and even gotten more inspiration. I've just been talking with your friend here. So this is the 5-star builder you told me about? That's right. My friend is now famous throughout the whole Alliance. I'll say. And Sandrock is also becoming more and more famous within the Alliance. I'll have to book more shows here in the future. So, you're headlining the summit? I'm looking forward to it. Let's see if you'll make the same mistake as last time and sing the wrong lyrics like you did at Atara Fest. You... There's no way I'd make the same mistake twice. Just wait. I'll give the most perfect performance of my life in Sandrock. Sorry, I have to go rehearse now. Nice to meet you. Bye-bye. I'd better help my sister out. Enjoy the summit. The Summit. Okay. Ist das jetzt hier irgendwo gekennzeichnet, wo welche Veranstaltung ist? Nein. Ich denke mal, wir werden noch mit den Veranstaltungen nicht so viel am Hut haben. Von Kuba. Ach du meine Güte. Okay, ich lasse noch den Schrott jetzt einfach mal im Inventar. Ich will ihn jetzt gerade mal nicht nutzen. Einmal Wasser hinzu, zack. So wie ich sehe, funkelt hier wieder alles. Ja, dann ernten wir mal. Hier können wir mal düngen. Die brauchen auch Dünger. Kann man nochmal düngen. Düngen. Auch nochmal Dünger. Und auch nochmal Dünger. Gut, dann gehen wir mal schnell rein. Ist Amira gerade hier drin, aber warum kriege ich ein Ausrufezeichen nicht mehr aus? So, die Pilze. So. Das ist dann Reis. Das ist Weizen. Bergrosen. Kartomasamen. Und das sind die Puffbohnen. Nee. Okay. Damit haben wir die Früchte bekommen, die ich haben wollte. Jetzt können wir die Soße herstellen.
Dann ist die auch erfüllt. Wir können auch mal gucken, ob es noch irgendwelche besonderen Quests für heute gibt. Stelle Maple Tofu her. Was wird? Ich sehe jetzt hier keine besonderen Aufgaben. Hier fängen Maple Tofu. Auch noch eine Quest. Also wir hauen erstmal das alles wieder weg. Puffblumen sind Gartenpflanzen, zack, da rein. Und der Rest bleibt. Nein, wir gehen nicht fischen. Da ist auch noch eine Veranstaltung, da können wir gleich hingucken. Ich schaue mir jetzt heute die Veranstaltung an. Ich will jetzt nicht mit irgendwas anderes. Now, I know all y'all. Und nur weilen. Ich würde ihm schon gerne das geben. Dr. Fang, Dr. Fang, Dr. Fang. Happy birthday, my sweetheart. Wow, Mapo Tofu! Smells familiar. Warum treibt's mir die Tränen in die Augen? Is it? Ein köstliches Gericht. I want to try. How much? I'll Das ist pay. kostenlos. I insist. Here, Mother used to make long ago. Lass dir schmecken, Fang. Cutie. Ja, aber es ist halt sehr wortkarg, ne? Coco, du kannst ja das Spiel auch holen. Da hast du den Cutie immer in deiner Nähe beim Spiel zocken. Gibt's glaube ich auch für Wii oder so das Spiel. Dann kannst du ihn auch heiraten. Hier passiert was? Smile, Avery. I know you'd rather be back at headquarters, but everyone's here to welcome us. If only General Ling hadn't insisted that I join the summit. Hey, you've been to Sandrock before. I'm sure you're missed here. Stimmt, wo warst du, Avery? Ah, glad to see you again, Builder. This is my colleague, Mr. Gowdy. You must be the builder everyone's been talking about. The pleasure is all mine. I can't wait to see what you've accomplished in Sandrock. Mr. Gowdy is our chief engineering consultant, a very capable builder himself. He's working with us on the planning of the North Development Plan at the borders. We're lucky to have his help. I'm sure you'll have a lot to discuss. Yes. And here's Avery, trying to shrug me off and secretly plotting his revenge against Duvos. Er hat auch diese leuchtenden Augen. I only have the safety of the Alliance in mind. I often have to Ach, das remind Sonne, this die guy spiegelt. the whole point of the development plan is to keep the peace for as long and as wide as possible. That's why we're focused on bringing in talented people and resources to those areas. While everything is in the early stages, it presents a fantastic opportunity for someone like you to become a settlement governor if you join the plan. They oversee the design and development of an entire town, going beyond the limits of a workshop yard. Wird es das neue Spiel werden, wo du dann halt ein bisschen mehr koordinierst? Klingt herausfordernd. Indeed. It's challenging, but also thrilling.
I'm looking forward to sharing our progress with other representatives at the summit and getting their input on our next steps. Or we could discuss with the reps the possibility of forming a fast response plan in case Duvos ever plots another move. In any case, it was good seeing you again. And an honor to meet you as well. I'm sure we'll see plenty more of each other tomorrow at the banquet. Till then. Werden wir bestimmt. So, da ist der nächste Quest. Ach, Musas Rede. Which brings me to my conclusion. At the end of the day, it's all just supply and demand. Hab ich's verpasst? Never invest in something you don't understand. Investiere nicht in etwas, was man nicht versteht. Das verstehe ich. So, Musas von 9 bis 12. Wie die Wüste grün macht von 13 bis 18. Hat doch gerade erst angefangen, Musa. Preparation plus opportunity. Profit and revenue are not the same thing. Okay, Rat ist geschlossen. Na, Gale. Which brings me to my conclusion. I have the strangest feeling. Ist like das so? we've met before. But that's impossible, right? In any case, we in Portia have heard all about you. Let's catch up after the summit is finished. And success is preparation. Werner. Hope you'll think about my offer. And hey, if you're ever in town, just look me up. I'm sure we can work something out. You'll have... Wer bist du, Gustave? Ah, the excellent builder of Sandrock. You are a fine reminder to us tall sky builders not to rest on our laurels. We'll have to talk shop when we all get a moment. Success is preparation plus opportunity. So, wen haben wir noch? Profit and revenue are not the same thing. Linland. Phew, even air travel takes it out of you, doesn't it? All I did was sit there and somehow I'm exhausted. You... Curie. Ah, you're the builder who famously managed Von to Vega work with 5. Chi without throwing him out of a 5-story window. You must be every bit as good as they say you are. Let's chat more at the... Castilla. Is this really Sandrock? Wow. Lucia. It's nothing like how I remember it. I wasn't thrilled to be traveling so far for the summit this year. Wer bist du? Kaya? It's good to see you again. Highwind. You've made us all very proud. I've been told your parents are coming to visit. Das ist vollkommen richtig. So, habe ich jetzt alle kennengelernt? Ja, das ist bloß Amira, die angeln gehen möchte. Ich möchte jetzt nicht angeln gehen. Wir sind aber echt echte Raben, Alter. Ganz ehrlich, wenn wir das Kind zu Hause lassen. Warte, das sind auch noch welche, oder? Ne, euch kenne ich. Ich komme mal Blue Moon rein. Hier ist nichts los. Oh, es leuchtet was gelb. Jetzt kam eine gelbe Ankündigung. Hier in die Richtung. Gib mir nochmal den gelben Pfeil. Was? Gib her. Na, wo war denn gerade der gelbe Pfeil? Hä? Oder heißt das, der ist drinne? Ah, jetzt. Ah. Hello out there to all you moles and molettes, and welcome to my jet talk. I'm here today to tell you all that your prince or princess is out there, somewhere waiting for you. But it might not be just who you think it is. Who of you was once like me, madly in love with your best friend, but they just didn't feel the same way as you? Yes, and how did that turn out for you? Heartbreak, loss of a friend, a downward spiral of bitterness and regret, a feeling that perhaps you could never love again. Oh, and after you shoot your shot and get shut down, you have to season every single day and pretend like everything is fine, when both of you know that it totally isn't.
And, talk about awkward. Well, I'm here to offer a bit of advice. Ist mir das Wichtigste? Ja, bleibe und dann gehe. Ich bleibe. The first thing you mustn't do is blame yourself. Alas, I am rejected. There must be something wrong with me. Something I do not see. No, no. But, on the other hand, you cannot blame your crush either. I'm charming. I'm lovely. I'm so good at digging holes. What kind of stupid princess would reject moi? No, no, no. Even the best of moles are rejected. You! Did you choose to fall in love with your friend? No. It simply happened. You never had a choice. And when you feel no love for another, alas, this is no choice either. Richtig. So you must see that some things in life, there is really no rhyme or reason to. They just are. You cannot logic your way into someone loving you. If you find it too difficult to meet with your friend, if obsessive thoughts cross your mind, if you feel jealousy or hope that somehow, maybe they are starting to change their mind and you just need to try a little harder, then I'm afraid to say, you would do best to stay away from your friend for a while. Trying to always be there will only make things worse for the both of you. Auch das ist vollkommen You korrekt. must spend time with others that you love, but those that do not spark that madness of passion. Shout out to my mole, Gaspy, who helped me through the darkest of times. No problem, bro. No problem, bro. After spending a bit of time at home doing some self-care, we got out, started hanging with some moles outside of our usual kingdom group, and, well, I met someone. You're doing great, babe. Jedina. Oh, thank you, Jedina. We met at an Jed und underground Jedina. party. I was like, I'm Jed. And she was like, I'm Jedina. And we were like, no way, that's a huge coincidence. And the rest is history. So, if it can happen to me, it can happen to you too. Thank you for coming to my Jet Talk. Okay. Jet Talk ist vorbei. Ich soll nur noch mal gucken, Jet Talk. Die könnten ja mal dazu schreiben, wo was stattfindet, oder? Und ganz ehrlich. Komm, mach mal das Buch fertig hier. Alter. Was ist denn das hier? Lad schneller. Martelplatz. Da, Blue Moon Innenbühne, Jet Talk. Und 13 Uhr ist Gaudi. Auch noch Blue Moon Innenbühne. Uhr. Das heißt 13 Uhr Blue Moon Innenbühne. Stand da oben gerade jemand drauf? Also außer mir. Okay, 13 Uhr Blue Moon Innenbühne, bitte. Ich gucke noch mal ganz kurz. Alles bis 23 Uhr ist Blue Moon Innenbühne. Klar, ich fülle die Zeit 9 bis 19 Uhr. 23 Uhr Sternlichter. Okay. Aber was machen wir denn jetzt noch? Wir können trotzdem mal gucken. Wir müssen es eh Zeit rumbringen. Das macht es also nicht besser. Wir bringen mal schnell die Aufträge weg. Bevor wir 13 Uhr Blue Moon Innenbühne gehen. Sandrockers, well, shucks. We're some of the most welcoming folks on the planet. Also es wird jetzt sehr viel zu... Hallo? Du hängst dich jetzt nicht auf.
Du hängst dich jetzt nicht auf. Und er hängt sich auf. Nein, er hängt sich nicht auf. Oh Mann. Sagt doch, ihr habt Angst ein, ne? So. Wie gesagt, mal schnell die Tagesquests abgeben. Hatte ich wie gesagt eigentlich nicht vor, aber was soll, jetzt machen wir halt gleich mit. Und in jedem Haus hört man meine Maschine arbeiten. Ganz kurios. Hey, Katori. So, Feuchtigkeitsfarm. Aber wahrscheinlich, also wie gesagt, am Folgetag sollten wir zum Ende des Spiels kommen. Ich habe wie gesagt nie erwartet, dass es heute nochmal so lang geht. Thank you. So. Dann die Kalksteinsiegel noch wegbringen. Dürfte auch die letzte Quest sein, ne? Ja. Okay, da leuchtet schon wieder was gelb. Das wird die Blumen- und Innenbühne sein. Es leuchtet nicht mehr gelb. Jetzt leuchtet es wieder gelb. Es ist nicht die Blue Moon Innenbühne, das ist was anderes. Wo ist es hin? Da drüben. Bei Avio. Mr. Musa. You're that young man. I remember now our previous conversation. In fact, I wanted to congratulate you. Congratulate. Yes, obviously you took all my words to heart. Not long ago, your general store appeared on the first page of my assistant's Emerging Businesses Hot or Not list. You, as it were, were hot. This indicates that, by various measures, your store is performing well, and your market share is steadily rising. That's right, Mr. Musa. After that, I did everything you suggested, and I started to try to have more foresight. And I guess you could say, it worked like a charm. So, thanks. No, young man. You should thank yourself. I see the changes in you, and no man is an island. I don't doubt that there are more people in your life other than myself who pushed you to be... Yes! The builder has also helped me a lot. Gerne doch. Indeed. The impact builders can make on this world is huge. I believe that with young people like you and Sandrock, develop... Thank you, Mr. Musa. So, will you invest in me this time? Brauchst du nicht, dein Laden läuft doch. Of course. I'll have my assistant get in touch with you. That's great! Did you hear that? I'm finally getting an investment from Mr. Musa. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt Blue Moon. Ich warte aber noch kurz, bis es 13 Uhr ist, bevor ich reingehe. Blue Moon Innenbühne. Ich leg mal das Buch kurz hier rüber. Dann kann ich es, glaube ich, so öffnen, ne? Genau, 13 Uhr, der Entwicklungsplan des Norden von Gaudi. Der Sheriff mit seinen süßen Schüchen. Gucke nicht so grimmig. Lächel, du kannst sie nicht alle töten.
draußen ist gerade auch was angegangen. Hello, everyone. Thank you all for joining me today. I'm Gowdy, a member of the Planning Committee for the North Development Plan. Today, I'll be giving you an exciting update on our North Development Plan, executed by the Northern Rangers and supported by the visionary businessman, Musa. I heard Musa already mention the plan during one of his visits to Sandrock. For those who missed it, don't worry. I'll catch you up quickly. Ja, ich bleibe. The topic is Building for Peace, where I'll take you through our settlement expansion plan along the northern borders of the Alliance. It's all about securing the area and fortifying our defenses. We're currently constructing the first few settlements, with plans for a new, bustling border city-state that will serve as a regional transportation, commercial, and defense hub. Now, if you're an adventurous soul or an entrepreneurial spirit, the North Development Plan is your golden ticket to realizing your dreams. We're searching for all kinds of talents, whether you're already skilled in a trade or still searching for your true calling. If you're open to exploring different possibilities, you're exactly the person we're seeking. Oh, and I almost forgot to mention, those selected to join the plan will receive an initiation bonus to help them settle down and start afresh. Das ist aber nett. Let's take a breather and grab some refreshments. I'll be available to answer any questions or hear your brilliant ideas. Ich finde schön, dass sie die Texte nicht allzu lang gemacht haben. So, draußen hat jetzt was golden geleuchtet. Hier hinten irgendwo. Ich warte mal kurz. Na komm, Lader. Das Navi da unten, das lädt immer so lange, dass ich nicht sehe, wo wir hin müssen. Ja. Doch gar nichts passiert. Mit Link haben wir noch nicht gequatscht. Ah, you must be the builder. Greetings. I have been told you fought bravely, every step of the way. I hope to sit down and exchange war stories after this meeting has concluded. Muss nicht sein. Albert, na klar, Albert hieß er. You know, I really wouldn't mind sitting in on a fashion seminar hosted by Mr. Pablo. Ach, Albert. Okay. Wie sieht's aus? Hoch. 19 Uhr. 19 Uhr Blue Moon Inn. Und danach Coco Band. Außen. 19 Uhr. Was mache ich jetzt mit der Zeit noch? Ach, ist das nervig. Es gibt keine Möglichkeit, Zeit zu überspringen. Floating around in space. Rauschender Traum. Sure, I reckon that could be true. That is, if space was real. They wanted us to be the opening act for Luna. Bis 19 Uhr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was auftaucht in den nächsten paar Minuten. Ich glaube aber schon mal zum Dings runter. Zur Spielhalle irgendwie. Kann natürlich sein, dass jede Stunde irgendwas ist. Zumindest kriege ich keine Markierung. Ne. Wir können ja immer eine Stunde spielen. Und jetzt 14 Uhr. 5. 10. 15, 20, 25, 30, 40, jetzt 40, 45, 50, 55. Irgendwas angezeigt? Ist ja nichts.
Achso, ich muss mal kurz rausgehen dafür. Und es ist jetzt 15 Uhr. Was? Der Lukas geht einfach so ins Bett und sagt nicht Bescheid. Das ist ja echt unverschämt. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er ins Bett ist. Was sag mal, Lukas? Was fällt denn dir ein, einfach so ins Bett zu gehen? Ja, ich meine, es ist eine Nacht um 1. Ich hatte ja auch schon längst vor, eigentlich fertig zu sein heute. 10. 15. 20. Wo weißt du, dass er im Bett ist? 25. 30. 35. 40. 45. 50. Ah ja. 55. Du hast ja wohl von jedem die Nummer, hm? Coco. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hatte auch nicht vor, heute so lang zu machen. Ich warte jetzt eigentlich nur, dass die Tage jetzt endlich mal rumgehen. Und ich sehe, dass wir jetzt... Ist das heute bis 23 Uhr? Heute noch bis 23 Uhr müssen wir noch irgendwie durchziehen. Ich ziehe das jetzt durch bis 19 Uhr. Ja, nicht von jedem, ist mir schon klar. ...25... 30... 35... 40... 45... 50... 55... Jetzt müssten wir 17 Uhr haben. 5... 10... 15... 20... Mach das jetzt mal gerade richtig schnell. 25... 30... 35... 40... 45... 50... 55... Strubi nicht, Rinni nicht, Ener nicht, Sternchen nicht, Markus nicht. Du musst ja auch nicht alle haben. Also von Ener sowieso nicht. Glaub mir. So, wir gehen wieder vor, es ist gleich 19 Uhr. Ja gut, mich erreichst du ja aber über Kim, ne? Sure, they wanted us to be the opening act for Luna. I said, Siehst du, oder die sieht. Okay. So, was jetzt? 19 Uhr, ne? 19 Uhr Justice und Owen erzählen die Schlacht. 21 Uhr dann die Coco Band. Ja, ich habe das Wort Schlacht gesagt. Ja, ich weiß. Ja. Ich werfe mich immer selbst ab. Ich kann das. Ich bin gut darin. So, ja, Justice, du sollst dich mal beeilen, wenn du hier eine Rede hältst, ne? Buschhoch, sieh zu, dass du reinkommst. Kannst natürlich auch dran vorbeirennen. Ja, ist ja auch in Ordnung. So. Justice und Owen, Kriegsgeschichte. Hello, everyone. For those of you who are new in town, I'm Owen. And this here is one of my oldest friends, the Sheriff of Sandrock, Justice. Howdy, y'all. Something I'm known for around these parts is telling stories. I hear all sorts of tall tales working behind the bar, and with permission, I'll write them down and share them with y'all every Saturday night. But, well, I don't need to tell you all that tonight's a special occasion. And for that reason, I'll be telling a new tale. Ours. The Battle of Sandrock. With a little help from my pal here, who was on the front lines.
Ja, ich bleibe. Those of you who follow the news probably know the basics. A couple of yellow bellies were up to no good in this town. And they would have got away with it too. Yeah, I guess they would have if not for Builder, huh? Well, yes. I mean, we all played an important role. Definitiv. I think the Builder would tell you the same thing. Yeah, but their plan really started to unravel as soon as Builder showed up. I mean, you guys were totally stumped. Yes. All of the major breaks in our case did happen to coincide with the Builder's arrival. Psst. Hey, man. I thought you said you were going to make me look cool up here. Builders... Right. Right. Sorry. Anyway, for us ordinary citizens of Sandrock, it all really began when, and the famous builder you all know was working behind the scenes with a secret agent from Atara to track down the secret water supply under the church. Totally died. Really tragic. Gone, but not forgotten. Yes, there were great sacrifices made. And out of town to put her life on the line for all of us. And for that, we're eternally grateful. Yeah. So, once the jig was up, the conspirators made one last-ditch effort to shift the blame onto Logan. And as it so happened, you had just caught Haru. Isn't that right, Justice? Actually, it wasn't me who caught Haru. Unsure then. You know that guy really doesn't get enough. It was Penn, man. Penn caught Haru. Right. Dang. You really should have rehearsed. So, anyway, they call Builder to the stand, accuse him of working with Logan. But it was too little too late. Logan had already found out about the water under the oasis. He pulled down the peach statue. And then there was no hiding from the truth for our one of them tried to take a potshot at Logan before he could finish his heroic speech. But suddenly our ex-minister Matilda jumped right in front. And she took one through the... Why do you reckon she did that anyhow? Maybe, despite her villainous role. She really liked Sandrock and couldn't bear to let someone get hurt because of her evil schemes. Nah, that's dumb. Maybe she thought we were onto her. And a move like that would help her keep her identity secret. I mean, at the time, I personally suspected her like... Well, whatever the case. Then it was absolute bedlam. As the evil criminal mastermind known as Penn attacked the whole town. Ist echt viel Gelaber diesmal. We were ready for him, though. And that's pretty much it. A lot of heroes were made that day. And thus concludes the tale of the Battle of Sandrock. Okay, Battle of Sandrock haben wir. Aber ich will es halt mitnehmen, ne? Ich will es nicht weglassen. Vor allem jetzt das Konzert. Ne, das ist jetzt 21 Uhr hier draußen, ne? Welches Konzert ist jetzt? 21 Uhr draußen. Text bitte. Maus bitte. Und dann das Gehänge hier ständig. Ich dachte, wir wären jetzt um 1 fertig, Mensch. Leute. Das haben wir. 21 bis 23 Uhr Coco Band. Morgen ist Luna 23 Uhr. Bis 21 Uhr. Rekurs hoch, Rohstoffe abbauen. Zumindest Coco Band werde ich noch sehen. Dann geht's Schlaf und dann der nächste Tag. Das Spiel will, dass du nicht allein gelassen wirst wegen der Coco Band. Bist doch nicht alleine. Guck mal, ich bin doch auch noch da. Ich weiß nicht, wer sonst noch da ist im Lurk. Also zumindestens Benny war vorhin da und sagte, er wäre im Lurk. Dennis sagte, er wäre da und war im Lurk. Achso, das Spiel zieht die Zeit gerade, ja, aber total. Es ist halt das, man kann halt nicht irgendwie mal überspringen oder so. Nur noch René da, aber guck mal, René ist auch im Lurk. Es ist ja auch in Ordnung, dass die Leute im Lurk sind. Oh, da ist schon wieder was gelb. Warte, wir rennen runter.
Da leuchtet sogar Meeresgelb. Ist hier vorne irgendwas? Build a doom train out of this. I used to be a lot like you. Bitter, murderous, megalomaniac, but with this Prinzessin Lumi. simple piece. My stepmother is still out there somewhere. But I think we're okay now. Still, she did try to kill me. Don't really get over that. One thing I did get over, however, is my unhealthy obsession with Logan. Das ist doch schön, Lumi. Yes, just as soon as I found out he was a good guy and not a bandit, all of my infatuation just faded away. I totally grew as a mouse person. It's not like I have a thing for mysterious bad boys. Oh, who's that military guy? Avery, you say? Und sie fängt schon wieder an. Okay, Waschmaschine ist nachher wieder online, ne? Vielleicht gucken wir nachher mal rüber. Weiß ich noch nicht. Also, je nachdem, wie viel Filme wir nur zu zweit sind, dann vielleicht nicht. Mal gucken. Ich schaue erstmal. Ich bin zu zeitig, ne? Ich muss nämlich langsam auch mal noch um die Ecke, deswegen würde ich gerne eigentlich das mal kombinieren, dass ich mal hier das was schaffen und dann, ja. Komm mal, Ende hier. Ist ja nur noch die Veranstaltung, dann gehen wir schlafen, dann ist die Party rum. Und dann nächsten Tag nochmal. Das wird aber nächster Tag wird nochmal eine Hausnummer, ne? Wenn ich das sehe, 9 bis 19 Uhr erstmal in Blumen- und Außenbühne. Cooper und dann Luna Sternlichter später, 23 Uhr. Hallo. Hallo, ich bin da. Was ist denn hier los? Warum legen die nicht los? Was war noch 21 Uhr, 19 Uhr? 21 bis 23 Uhr, Kogo-Band. Ich gehe noch mal kurz hier rein, gehe dann wieder raus. Ach so, ist das Innenbühne? Das ist Innenbühne. Nee, ist das nicht. Doch, das ist Innenbühne. Kogo-Band müsste jetzt hier 21 Uhr eigentlich hier spielen. Aber irgendwie... Die spielen weder draußen noch drin. Ja gut, dann hat Kogo-Band Pech. Ganz ehrlich. Ich guck noch mal hier lang. Okay, jetzt ist hier abgeräumt. Jetzt könnten sie drin sein. Auch nicht. Okay, haben sie Pech. Dann gehen wir schlafen. Dann hat sich's für den Tag. Dann gehen wir schlafen. Ist mich verarschen, jetzt leuchtet es wieder. Kann es sein, dass hieß 22 Uhr? Ah, jetzt steht auch wieder das Music Equipment da. Das war eben weg. Ja. Warum Lunas Vorstellung? Luna spielt doch erst am Folgetag.
Ne, doch, 23 Uhr, Sternlichter. Die spielen jetzt gerade. Okay, wir müssen noch Luna abwarten. Wir warten hier. Wir warten jetzt. Ich wäre jetzt fast schlafen gegangen. Gut, dass die Meldung kam. Also Luna können wir nicht verpennen. Also Luna will ich es schon mitnehmen. Das klingt falsch. So, perfekter Blatt. Um dann das Konzert zu genießen. Schön hinsetzen, mit den Füße runterbaumeln. Oh, wie entstapft. Tim. Das soll mehr hüpfen sein, ja, aber es sieht so stapfend aus. Komm. Also Lunas Auftritt will ich unbedingt sehen. Und am nächsten Tag kommen unsere Eltern, ne? Komm schon, komm schon. Luna. Luna! Look up at the sky, you can't help but wish as the stars pass you by. An ocean of wonder, we're standing under, won't you answer why? I still believe completely that our hearts were meant to sing. And in my dreams, you're dreaming next to me. There to see as it lives and breathes. Everything I wished for is standing right in front of me. Where the moonlight hits the starlight, and the starlight hits the moonlight, I will see your glowing face, and I will see my fantasy. And every night I think of you, and I hope you think of me. It won't be long at all until you see. There to see as it lives and breathes. Everything I wished for is standing right in front of me. When the moonlight hits the starlight, and the starlight hits the moonlight, I will feel your glowing face, and I will see. Seeing Luna live! I can die happy! This performance has been dedicated to you, the people of Sandrock! Thank you for showing us that miracles really do happen! Sandrock, good night! Oh my God. This is how the pros turn out a performance is always. I like addition it. to her repertoire. Also ich muss sagen, das Spiel triggert einen aber ganz schön. Wenn man halt hier über 200 Stunden schon in das Spiel investiert hat, halt wirklich ein Teil dieser Geschichte geworden ist, nimmt einen da schon ein wenig mit.
Also ganz ehrlich, ich hatte gerade echt mit den Tränen zu kämpfen, weil das einfach so schön ist. Also die Entwickler, Chapeau, was ihr hier rausgemacht habt, das ist auch wahnsinnig geil. So viel Liebe im Detail drin. Top, top, top. So. Meine Eltern haben gesagt, sie kommen heute am Morgen an. Ich sollte besser zum Bahnhof gehen und sie abholen. Danach steht die Ankündigungssitzung des Gipfels an. Die haben die angepasst nachdem, weil ich die Haarfarbe habe und sowas. Das ist ja geil. Hätte ich Mädel genommen, hätte sie die Mutter die Haarfarbe. Hey, we're here! Mama, Papa. Look at you. You look so mature and professional and... Did you grow an inch? Might be the shoes. We've got so much to tell you about. We'll have plenty of time to catch up. Let's get our bags to the hotel, huh? Nicht nur kurzzeitig, ich hab's immer noch drin. Es wird jetzt bei der Endkarte ganz schlimm werden, das weiß ich jetzt schon. Is that Mayor Trudy? Mayor Trudy, we meet at last. Let me just say, it has been not just an honor, but an absolute delight to have your child here in Sandrock. Fand ich auch, Coco. Fand ich You auch. could have just saved our town, and we'd have been eternally grateful. But you just had to go the extra mile and be a wonderful person while doing it. Sounds par for the course. Oh, you hear that? Oh, I'm so proud of what you've done here. Proud of you, too. Oh, I brought you a yakmel milk, as discussed. This is the real fresh stuff. The exported kind is good, but... Oh, just try it for yourself. You take it cold, yes? Well, I learned to drink it cold. When you were a baby, as a matter of fact. You know, Trudy. Heat up your yakmel milk, chase the kid around, come back to find it cold. Wunderbar. Musst du mich jetzt vor meinen Bloß stellen? Oh, so true. Jasmine got me the same way. I prefer mine hot. Do you have another? Ich bevorzuge heiße. Oh, Achso, ich bevorzuge I heiße Milch. don't, but... Well, let's run over to the Blue Moon and get a hot yakmel milk for your darling. That sounds lovely. There's so much to see here. When the I hate to tear you away from your folks like this, but they actually sent me to come get you. Do you mind running over to Martel Square to check in with General Ling? We'll be right behind you. Oh, we don't want to keep you from something important, dear. Meine Süße. Pa, let's get our bags to the Blue Moon. Thanks for meeting us at the station. Looks like they want you to get to that meeting. Don't worry, you can introduce us to everyone later. And I agree with your ma. We really missed you. But I can see already how important coming here was for you. Even the way you stand. Of course, I wasn't crazy about all that Duvo stuff. But things are safe now. Sorry. I'm starting to sound like that guy you told us about. Cooper? Well, go ahead. I think that's love you. See you in the square. Ich komme nicht dazu, was zu sagen. Also gucke, ich wollte gerade sagen, also ich war auch schon bei Portia sehr angetan, gerade zum Ende hin. Wo man die Familie trifft und so weiter. Das hat mich da auch schon weggerissen. Yeah. We weren't going to miss this. I am pleased to inform you that you all are guests of honor. I wanted to make sure personally that you were here before speeches begin. That's kind of you. Thank you, sir. Of course, of course. Please, this way. Okay, wir sind mit eingeladen, wie Mortimer und Sieg. Did we miss anything? Shh, it's starting. Friends, citizens, people of the Free Cities, welcome to the Alliance Quinquennial Summit. It has been an honor already for our humble city to host this event thus far. I've heard only great things about our speakers. Let's have a round of applause for all of our fabulous volunteers. My talk went overtime. Louis war beeindruckt. And now, it is with great pleasure
I inform all of you the results of our first day of talks. It is clear to us all that the Duvos Empire is posing an ever greater threat to our great alliance. First, the attack on Sandrock, then the rogue knight in Portia, and finally, the aggression toward our friends in Athea up north. Aber das war andersrum. Der Ritter muss erst danach gekommen sein, weil nachdem der Ritter war, ist der alte Bauherr von hier ja weggezogen nach Portia. Also daher. This cannot stand. Various solutions have been proposed, some of which will be drafted and voted upon as We have also agreed that bolstering the northern settlements bordering the Duvos conquered Athean territory and developing a more interconnected alliance economy are keys to our security. Questions remain, however, as to how exactly this will be carried out. We'll need much more capital investment and capacity if we're to succeed in our plans. Some delegates even brought up the possibility of unifying the taxes and economy planning of the free cities. But so far, that's not on the agenda, as we all do value our independence. But one thing we were able to unanimously agree upon is that what happened here in Sandrock over the last few years is nothing short of a miracle. Und die ganzen Charaktere sieht, mit denen man hier gearbeitet hat. Manche neu dazugekommen. And for that reason, the summit delegates have taken it upon themselves to personally thank some of the key players in making our town into what it is today. We have prepared a few awards for some of the outstanding citizens of Sandrock. Ahem. First off, I would like to call forward my friend and longtime colleague, Zeke. Come on up here, Zeke. You deserve this. Mr. Zeke, after learning your story, our delegates, as well as the other researchers of Vega 5, were absolutely blown away. Many of our scientists are known for having their heads in the clouds, looking to replicate old-world technology. But you used your brilliant mind and incredible tenacity right here on the ground, making our free cities a better and more sustainable place for all of us to live. For these reasons and more, on behalf of our council, I hereby award you with the Alliance Council Award for Outstanding Achievement in the Field of Science. Congratulations, Zeke. Thanks. Some fights are over in a flash, and some are fought across a lifetime. Now, there stands among us a man who could tell us all about that. A war fought across a lifetime. Every day a struggle, and for all of his troubles, he was only, until just now, ever rewarded with more. This man will go down in the history books as a hero, as an inspiration. Whenever you're about to give up, I hope you will remember this man who never did. For the man who always believed in Sandrock, the Alliance Council would like to bestow upon Mr. Mort with the Free Cities Lifetime Achievement Award. Für sein Lebenswerk. Mr. Mort, please join your son on the stage and... Thank you, sir. We have one more award to give out. One that we just nearly overlooked. Miss Mian, could you please come to the stage? Mian von Gustav. Thank you, everyone. I'm honored to be giving out the Commerce Guild's Top Builder Award. It only seemed right that I nominate the person I thought best fit that description. The recipient of this award is not just a great builder, but a great friend to all the people of Sandrock. When I first met you, I said, do you remember? I said, let's make a promise, builder to builder. A promise to take Sandrock back to its glory days. Das stimmt, das hat sie am Anfang Back gesagt. then, I wasn't sure if I really believed we really could. Shoot for the moon, for if you miss, you may still land among the stars, as they say. But as time went on, and I saw you do these things, these incredible things, I wanted to follow your example and do my best to keep... And because of your dedication, your hard work, your incredible ability, your inspiring presence, you kept that promise. Not for me,
not for yourself, but for all of us. It is with great pleasure I inform you all that it's not just my opinion, but the opinion of the entire Free Cities Commerce Guild, that our Free Cities' next top builder is none other than you! Dankeschön, Dankeschön. Oh, es geht runter wie Öl. Welcome to the club. It's my honor to share this stage with you. Congratulations! Ooh, looks good on you. It was this or your builder in Portia. No hard feelings, eh, old chap? Der klingt wie Burgers, der in eine Blechdose redet, ganz ehrlich. None at all. All right, take a bow, you three. One more round of applause for the... I hereby conclude the summit's announcements. Now. So, jetzt gibt's Bankettessen, oder? Jetzt gibt's Bankettessen. Over here. Can you sit with our guests for a bit? I've saved you a seat. Hello. Bei dem Treffen ist es Musikerin. Thank you all for coming. Let's celebrate to our heart's content for today. Tomorrow morning, we ride the airship. But for now, cheers to a new age for Sandrock. Let's dig in. Aber ein neues Age. After working together from afar for so long, it's nice to finally meet some of you face to face. I've been rooting for you all since the beginning and, well, it's wonderful to be able to see for myself what all you've been able to accomplish. The sun is shining, the weather is warm, and there's flowers and grass are as far as the eye can see. I honestly can't wait to bring my daughter here to see these changes. Ah ja, seine Tochter war ja that Sandrock's back on the map. nicht And we empfindlich. truly need you guys. With the development of Portia and Sandrock, the center of the Alliance is no longer a weak spot. I second that notion. And may I also add that it's wonderful to see our two Highwinders here making such fantastic contributions to the process. Indeed, they are a living testament to the power of the Free Cities working together. But hey, when are you gonna give us our builder back, huh? I kid. But dang, you guys sure did get the pick of the litter. Oh, but also, to show our support, I brought a few gifts. Seeds and such from our botany school to help out with your planting Ach, das sind die besonderen Blumen bestimmt. You know, we're not exactly new to the planting game either, so we'd love to collab sometime. Oh, naturally. I see what you did there. Oh, by the way, Mayor Trudy, I do hope you'll take into consideration my words during the summit. The Duvos affair had quite an impact on our tentative peace treaty with them. Yes, I don't doubt that it... Not to mention that horrid news from Portia. What has become of your rogue knight anyhow, Gale? You know, the one that destroyed a quarter of your city with that doomsday device? She goes by Wendy now. Quaint. As for the rogue knight, he's disappeared without a trace. Right. We're working with the Flying Pigs to track him down. After the Portia incident, we also did a full sweep of the military hierarchy, looking for any more Duvos spies. At least so far, we haven't found any. Are there any indication that Duvos will expand their land grab of Athea? Will the Alliance react? My settlement plans will be in shambles if there's an actual shooting war. Wären sie schon nicht. That is up to the council to decide, but the guards stand ready to... My fellow delegates, today is cause for celebration. Finde ich auch. Let's keep the mood light, shall we? Of course, of course. It's this Yakmel milk. Got my mouth running. I'll have another glass to make amends then. Mayor Trudy, your town's band has quite a unique sound. It's a little country and a little rock. I can even hear some heavy metal vibes in That's our Kugo band. Cooper's a rancher and Hugo's a blacksmith here in town. Ahem. I didn't see our director Chi. Pity he didn't attend, though I'm not surprised.
I heard he's here researching some spaceship ruins. It's the starship ruins, Administrator Curie. Your assumption is not unfounded, but your conclusion is misinformed. Mhm. Oh. Moonwalk. Er kann ihn endlich steuern. A dancing robot, and it's not harming anyone. Ich spiele das Amaro-Spiel, da sind Wölfe drauf. Oh man. Mission gestartet, Euphala Juwel. There you are. And who's this here? Oh my gosh, you're adorable. Oh, are we keeping you? You should go chat with all your friends. Ich soll mit all meinen Freunden chatten, Don't okay. worry, we're not going anywhere. Mit wem soll ich jetzt reden, Coop? Well, looks like things are about wrapping up around here. Yep, peace and prosperity throughout the land. A green Sandrock. Looks like my work here is done. You, on the other hand, you're just getting started. Sure, you took care of the lizard people, the mole men, the rat conspiracy, as well as the shadowy cabal that sought to devour us from within. Not bad for your first adventure. Ach, Cooper, hör auf Reminds zu me of labern. myself at your age. Of course, I might have handled it all with a bit more finesse, but it can't be ignored that you do bring that personal brand of moxie to the game that we have grown to know and adore. Anywho, there's still plenty of rogue factions still on the radar. The Moon Men, for example. They've been quiet this whole time. Er hat nicht Unrecht. Es gibt nur eine letzte Hürde auf deinem Weg zu überwinden und der steht direkt vor dir. Weiter A zu bit of a hören. backstory on the Das Moon ist die Hürde. Men. Just want to be sure you've got the motivation. We can hardly declare war on a group of individuals if we ain't. The moon, as we all know, is simply a projection. Der Mond ist eine A Projektion, okay. hologram that comes from a machine built by the werewolf people. Remember this Die Werwölfe name? haben den Mond gebaut, okay. Although they won't be relevant again until the DLC. That stands for Delayed Till Later Conflict. Delayed till later conflict, okay. Anyway, the Moon Men, they lost their home in the Great Moon Wars thousands of years ago. Since then, they've been biding their time, gaining power by drinking lava inside the core of the planet. Yeah, they suck it up like milkshakes at any moment. And I'm talking about literally any moment. I'm talking now. Okay, how about now? Or all right, so maybe not right this moment, but like I said, could literally be any moment. These Moon Men will burst out of the crust of our planet and begin laying waste to our prairies and fields, fondling our churches, burning our Ich will nicht, aber all ich with muss. one singular goal in mind, to turn our planet into the now. This goal, it's understandable to an extent. They're homesick. Dass die sowas nochmal zum Schluss reinbringen muss. Unfortunately, this puts us at irreparable odds and ends with the Moon Men, being that we humans prefer our planet not being the moon, so... Now, I reckon I'm not completely against the idea of some sort of compromise. Could we turn part of our planet into the moon? A little bit? Maybe carve out a little island for them to live peacefully and do moon stuff? Just spitballing here. We don't have to go with this. It just came up with it. Moon, I mean, we'd have to run it by the Moon Men, check it for copyright, but I don't know, workshop it.
That's your thing, right? Look, just let it be known that we didn't not explore other options before resulting in the all-out war. Ich bereue es so sehr. But, you know, failing that, like I said, all-out war. And you're gonna have to lead the charge. I would, of course, but, well, shucks, these days, I've just got too much to live for. Finally got this greener Sandrock to raise my kin in. Working on a new nocturne today. A lot on the plate. You know how it is. Moon men weaknesses include fireballs, kung fu kicks, and I believe they're lactose intolerant. Oh, Mondmänner sind laktoseintolerant. Oh, das ist gut zu wissen. I can try to help you out there, but no promises. Can't just be giving milk away, even if it is to combat intergalactic lava fiends posing a planetary threat. Gotta eat. Like I said, you know how it is. Hey, well, shoot. I kind of realize maybe I'm taking up a bit of your time. Yeah, you got a party to get back to, ain't you? Mein erstes Vergehen. Well, I hope you can find it in your heart to forgive me. 'Tis my first offense, after all. You know, most instances where some kind of event like this to take place, I'd probably make the comment that everyone involved, but seeing as I happen to know you personally and whatnot, yeah, I reckon you're all right. Das finde ich nicht, Cooper. You should run for office. Any office. I'd vote for you. Vampires are real, though. Buying up real estate, using the gift of eternal life to make explosive property value gains. It's enough to make you sick. Imagine being priced out of a home just because a vampire been sitting on it. Das gibt bestimmt eine Schiefe, wenn man mal zuhört. Komm, zieh durch. Almost got myself riled up again. Oh, and remember, if they let you pilot that thing anytime you turn, or is it the right? Regardless, perhaps the rules of the skies have changed since I was last up there. Tell you what, you punch a hard left and the other feller up there doesn't get out of your way, I owe you yakma milk. I'll even offer up to help pry you from the burning wreckage. You know, if time permits. Oh, and It's one more thing. Make sure you stock up on parachutes up there. Folk will tell you those things are safer than automobiles. Well, I beg to differ. Crashed far more airships than I did automobiles I did. Any vehicle, for that matter. Save for school buses. They're deceptive. You think you got the whole sky up there. Kann man sich so viel Quatsch einfallen lassen, ey. Giant duck cuts you off while you're adding marshmallows to your cocoa. Rear end them. Knock, yeah, Ich zieh never das get durch. into a wreck with the giant duck. Tell you what. No insurance. You gotta chase them down, get them to land, then quack it out. Oh, and when? What's that look for? Come on, there's plenty more duck eggs where that one came from. They're practically made of the stuff. I gotta look out for me and mine. Anyway, I told you about that time I flipped the bus, huh? I did? Well, shucks. I might be running out of stories. Ja, vielleicht. I told you about the moon men, right? Yeah. Well, guess I'm at a loss for words. Get you? That's slang for see you later. Of course you know that. What am I saying? You're a true blue sandrocker at this. Yep, be seeing you then. Which is to say, goodbye. So long. And, you know, do me a favor, will you? Really, 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 really. Take care of yourself. Du bist mächtiger geworden, als man sich je vorstellen kann. Ausdauer plus 100. Stimmt doch gar nicht. Ausdauer ist immer noch bei 656. Was ist hier? Soll ich jetzt noch hin? Mal ein paar. My baby's all. Look at you. Ja, wo soll ich noch hin?
Was? Genieße die Party und? Genieße die Party. Ach, ist das der morgige Tag? Ach, hier steht ein Bankett. Ist das der morgige Tag? Nee, das ist die Party, ne? Das ist das Riesenbankett für alle. Coben, Luna, Rathaus, 9 Uhr Gipfeltreffen, Mittagessen 12 bis 13 Uhr. Gipfeltreffen 13 bis 18, Abendessen serviert. Gipfeltreffen, Vertagung. Nee, das ist das. Das ist das Frühjahrspaket. Morgen 17 Uhr Luftschiff. Wir haben heute nichts zu tun. Ich genieße die Party und warte auf den morgigen Tag. Ich kann ja jetzt einfach rumrennen. Oder wir gehen schlafen. Von Fang. Oh, der Gericht war gut. Genauso wie damals als Junge. Wenn du möglich, komme jeden Mittwoch um 7 Uhr in deine Werkstatt, um ein paar Mal mehr zu holen. Ich werde dich bezahlen. Crystal. Wir gehen einfach direkt schlafen. Wie gesagt, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Heute ist der Tag, an dem ich auf das Luftschiff gehe. Das muss ich mir ansehen. Na dann, lass uns auf das Luftschiff gehen. Please keep your hands and feet inside the imaginary, I mean real vehicle. Okay. Warte, ich mach doch weg. To your left, you'll see the fabulous Portia Tunnel, a joint effort, several leagues through solid rock that connect us to our water-shipping neighbors. To your right, the fabulous Katori World! Happiest place in the Free Cities! But don't take my word for it. Take the whole family for a ride on the world-famous Coaster World! Mhm. Oh, apologies for the turbulence, but what you're feeling now is only a fraction of the wind that we used to get before. With that, allow me to direct your attention towards the Outback Oh mein Forest Gott, ist das begrünt. and everything else. Oh mein Over Gott, ist das there, all the begrünt. trees that we planted. With people like my mom, and the builder, and Mr. Zeke, and Leon, and Leon. We've got one more trick up our sleeve. This airship is equipped with environment-maintaining technology. Incredible. Coming up now on the last stop of the tour. What you see before you is Martel's Oasis, restored to its former glory through the monumentous efforts of our wonderful townsfolk. Indeed, what you see before you is the jewel of the Eufaula. This concludes the tour. Now, everyone, please just enjoy the ride. Okay. Sprich mit Trudy. Wir fliegen jetzt hier noch ein bisschen lang. Well, how do you feel? Gut, alles gelungen. Gut, nehme ich an. Ich glaube, ich bin traurig irgendwie. Ein bisschen luftkrank, glaube ich. Ich glaube, ich langweile mich hier oben. Ich glaube, ich bin traurig irgendwie. Really? Me too. But it's a good sad. Ich weiß. I think maybe we're just sad because it's okay. I mean, our struggle. We've won. But now, with no serious challenges on the horizon, but the end of our struggle means not just a new chapter for Sandrock, but for ourselves too. Was?
It's been a long road. Sometimes, when I look at old photographs, I hardly recognize myself. To think that flawed person changed to be the one standing here with you now. Sometimes things looked bleak, really bleak, but we had each other and new friends we made along the way. We pushed through. We never gave up, no matter how bad it looked. And through it all, we were able to create a better world for our children. So, what's next for us? I really can't say. But what I do know is that we have earned our destiny. Every day here, every day belongs to us. Life goes on here because of what we did, because of all of us. I know we made a difference. I still feel the weight that comes from everything down there. But it's different now. I feel a kind of safety under that weight. Maybe it's because I know we can carry it now. Rolle ist Zeit in Sandrock. 3 Jahre, Tag 26 im Winter. Liebe Rolle, es ist schon 305 Tage her, dass du in Zug in Heimat eingestiegen bist. Du hast Mian kennengelernt, du hast gehört, dass... Kommt das lang? Ach, man kann es pausieren. Als du das erste Mal nach Sandrock kamst, war Bürgermeister und Judy in der Wüste unterwegs und experimentierte mit Wüstenpflanzen. Das Dorf, in dem du ankamst, war ein wenig unorganisiert. Jan hatte es zugelassen, dass sich ein Rückstand an Aufträgen ansammelte. Der wichtigste davon war der Kranlift für Rocky und seine Crew. Du hast den Kranlift in Neufahlau gebaut. Tag 3, Sommer, Jahr 1. Schon bald erfährt man den... Wir können jetzt komplett lesen, was wir gemacht haben. Ich lasse es einfach mal so durchlaufen. Für alle, die es jetzt auf YouTube später mal schauen, könnt es gerne pausieren. Da haben wir das Gewächshaus gebaut. Die Gecko-Station. Den Wiederaufbau der Brücke. Donnerbrücke wurde wiederhergestellt. Wir haben bei Logan Untersuchungen vorgenommen. Der Wasserturm wurde repariert. Die ersten Bäume wurden gepflanzt. Mathilda wurde entführt. Musas Willkommensparty lief aus dem Ruder. Die Rattenkönigin haben wir aufgespürt. Das Gift auch ausgetragen. Der Tunnelbau wurde begonnen und durchgezogen. Den Untergrund der Kirche haben wir erkundet. Dann der Angriff von Duvos Truppen auf Sandrock. Mathilda. Genau, hier kam der Angriff dann. Wo die mit dem Luftschiff gekommen sind. Hier wurde Penn besiegt. Mathilda wurde in die Luft geschossen. Das waren schon Erlebnisse. Die Straße nach Portia wurde fertiggestellt. Larry, der Giegler-Präsident, kam zu uns in die Mitte. Wurde Teil der Familie. Wir haben eine Schule gebaut. Wir haben die Wüste erneut bepflanzt, und zwar richtig.
resolut zusammen. Pipeline wurde angeschlossen und es sprudelte Wasser. Es wurde nochmal alles begrünt. Katori World entstand. Mortals Oase. Wir haben 1006 Aufträge abgeschlossen. Krass. 456 Inspektionen. Dreimal ging's schief. Ich habe keine Materialien beauftragt, okay? Egal wie viel du zu tun hast, du hast nie Probleme, das Gleichgewicht zu haben. Guter Schlaf ist die beste Hautpflege. Es gibt und so nah man sich nur selten Panda-Augen. Alles im Sammel haben wir wie viel Gold? 2,5 Millionen Gold verdient. Und wir haben 380.000 Gold ausgegeben. Ohne Hausbau. Du hast 0 Tau gesammelt, entweder in deiner Werkstatt oder draußen in der Wüste. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Du hast 1345 Einheiten Wasser von Bürgers gekauft. Du hast insgesamt 36.000 Einheiten Wasser in deinen Maschinen verbraucht. Alles Freunde, die wir bis jetzt hatten. Während die Tage zu Monaten wurden, versuchst du immer Zeit zu finden, um an die örtlichen Feste teilnehmen zu nehmen. Du hast am Tag der strahlenden Sonne 0 Geschenke mitgenommen. Das stimmt gar nicht. Du hast 5-mal Jagderinnerungen gemacht. Du hast Jagdmehl 2-mal gewonnen. Du hast 0 Gerichte für das Grillfest. Das stimmt auch nicht. Du hast beim Tanzwettbewerb 10-mal bedient. 7 beim Sandrock als erster oder 3-mal. Du hast die Konkurrenten im Showdown. Hatte ich nie gehabt, den Wettkampf. Und alles, was er hatten, war er verbuggt. Du hast 0 Partys veranstaltet. Stimmt auch nicht. Ihr habt nur später erst gezählt. Wir haben halt die Partys schon gemacht, da waren wir noch im Early Access. Lieblingsspielort war Schlag den Maulwurf. Okay, haben wir 2-mal gemacht. Du hast 3 Umarmungen und 4 Küsse. 186 Geschenke. 2 Freunde hast du getroffen. Am 23. Tag im ersten Jahr, im Jahr 3 hast du geheiratet. Die Ehe war nur der Anfang des glücklichsten Lebens. Marlene kam auf die Welt, erst kürzlich. In diesem Stream. Und wir haben auch Tiere bei uns gehabt. Nemo. Wir haben 300 Bäume gefällt. Alles in allem musstest du Zivil 500 für die Verwaltung der Instandhaltung zahlen. 1350 Monster begegnet. 96 mal gefahrene Ruinen. 0 Ziviltruppeaufträge. Das stimmt eigentlich auch nicht, haben wir auch mal gemacht. 511 Maschinen gebaut. ...96 Exponate ausgestellt. Du hast 0 einzigartige Gerichte gekocht. 1 hast du einmal was im Blumen, stimmt auch nicht. Du hast 2 Fotos in Sandrock, das könnte sein. 13 Mal Spielzentrum besucht. 75 Fische gefangen. 1 Königsfisch, das stimmt. 0 Reittiere, ja, wollte ich auch nie haben. Du zuckst auf 5 Flattermänner und 4 Jagdmails. Matilda, wie auch immer wirklich heißen sie, hat jetzt. Da kriegst du noch für jeden so eine Rückinfo, was er gemacht hat. Ich lasse einfach so durchlaufen. Leute haben Venti oft vergessen, obwohl sie lebhaft aufgeschlossen und positiv ist. Sie war halt sehr im Hintergrund, ne? Da gehen Menschen unter, wenn sie im Hintergrund sind. Logan, Trace. Direktor Key hat Olympia gefunden, wenn auch nicht ganz so wie vorgestellt, mit Hilfe der Technologie. Wenn du genau hinsetzt, kannst du Martel sehen auf der die neue Oase mit einem Lächeln.
Ich habe so eine Gänsehaut. Ihr Lieben. Und das war Sandrock. Ich weiß nicht, wie viele... Lass das mal ein bisschen schneller laufen. Wie viele Stunden wir rein investiert haben, werde ich gleich nochmal gucken. Ich hatte auch heute nicht vor, dass wir nochmal so lange bis um 2 machen. Ich dachte eigentlich, wir wären ein bisschen eher fertig, aber das hat sich echt gezogen. Wirklich an die Entwickler, Props gehen raus. Es ist ein so geiles Spiel. Es zieht Zeit, ja. Aber jetzt gerade zum Ende hat mich das, ja, das trifft es ganz gut, Coco, hat mich das so gekascht. War so auf den Tränen nahe, die Storyline und so weiter und so fort. Das war schon traumhaft. Und daher Props raus an die Entwickler. Ich freue mich schon auf den 3. Teil. Weil der schwarze Ritter, der mysteriöse Ritter ist immer noch nicht gefangen. Also daher, es ist sehr wahrscheinlich, dass hier noch welche kommen. Kommen die ganzen Beta-Tester, naja, das kann eine Weile dauern. Ich bin nicht dabei, weil wir sind nicht in der Beta, wir waren sondern bei der Early Access dabei. Und das ja nicht testen in dem Sinne. Das sind die Bäcker. Ach du meine Güte, schau dir die ganzen Bäcker an. Ach du meine, also sie hatten wirklich viel Unterstützung gehabt. Wenn ich mal anmerken darf, dass das hier auch so aussieht, als würde der die ganze Zeit pupsen, obwohl das aber das Checkpack sein soll. Sieht aber so aus, als würde er pupsen. Ey, wir sind immer noch bei A. Das ist jetzt nicht der Ernst, dass ich jetzt hier die ganzen Bäcker mal durchlaufen lassen muss. Ja, es ist eine Ehre für die, da drin zu stehen, das verstehe ich auch. Aber ich habe nicht erwartet, dass es so viele Bäcker sind. Ich weiß halt nicht, was danach noch kommt. Ich will es halt nicht verlassen. Ich meine, hier wird nichts mehr danach kommen, denke ich mal. Wir sind gerade mal bei C. Also ganz ehrlich, Leute, da drücke ich lieber verlassen. Ich würde jetzt nochmal... Schließe die Haupthandlung ab. Errungenschaft erhalten. Ich guck mal kurz, was haben wir hier gekriegt. Primitive Jagdfellhose. Und Erinnerung an Sandrock. Ah, okay. Okay. Ich gucke mal nochmal ganz kurz an den Briefkasten, ob da irgendwas drin ist. Als letzte Handlung für heute. Kann ja sein, dass da nochmal Post vom Entwickler drin ist oder sowas. Nein. Ihr Lieben, das war's mit Sandrock. Wir haben es durch. Wir haben eine blühende Landschaft gebaut. Wir haben unser Haus ausgebaut. Wir haben eine Familie gegründet. Wir haben wirklich eigentlich alles geschafft, was zu schaffen ist. Wir hatten keine offenen Quests so wirklich. Also hier leuchtet noch irgendwas blau. Trudi. Aber nein. Das soll es sein mit Sandrock. Wenn ihr auch Bock habt zu spielen, holt es euch. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich drücke jetzt mal auf Speichern und ich will jetzt mal geschockt sein, was jetzt hier steht. 220 Stunden Sandrock. 220 Stunden. Und damit verabschieden wir uns aus einer Ära.